Guten Tag, Herr Meyer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Vorstellungsgespräch genommen haben. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Damit wir einen ersten Eindruck bekommen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Und was haben Sie bisher gemacht? Sehr gern. Ich heiße Max Meyer und habe vor 4 Jahren meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Danach habe ich 2 Jahre lang als IT-Projektassistent bei einer Softwarefirma gearbeitet, wo ich vor allem in der Koordination zwischen Entwicklungsteam und Kunden involviert war. Anschließend war ich im IT-Support eines großen Telekommunikationsunternehmens tätig. Dort konnte ich meine Kommunikationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz weiter ausbauen. Sie haben bereits mehrere Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Warum möchten Sie jetzt zu unserem Unternehmen wechseln? Ich suche eine neue Herausforderung, bei der ich mich weiterentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen kann. Ihr Unternehmen ist mir durch mehrere Pressemitteilungen aufgefallen, insbesondere durch die innovativen digitalen Lösungen im Bereich Cloud Computing. Ich denke, hier kann ich meine bisherigen Erfahrungen im Projektmanagement und Support ideal einbringen und gleichzeitig von Ihrem dynamischen Umfeld profitieren. Welche 3 Eigenschaften würden Sie hervorheben, die Sie auszeichnen? Ich bin lösungsorientiert. Das heißt, ich suche aktiv nach praktikablen Wegen, technische und organisatorische Probleme zu beheben. Außerdem arbeite ich sehr gern im Team und bin zuverlässig. Wenn ich eine Aufgabe übernehme, kann man sicher sein, dass ich sie fristgerecht und sauber erledige. Als 3. Eigenschaft würde ich meine Neugier betonen. Ich bilde mich stetig fort und suche immer neue Technologien oder Methoden, die dem Unternehmen nützen können. In welchen Bereichen sehen Sie noch Verbesserungspotenzial? Ich neige gelegentlich dazu, zu viele Projekte auf einmal anzunehmen, weil ich sehr hilfsbereit bin. Ich möchte jedem Kollegen sofort helfen und unterschätze manchmal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Um das zu verbessern, habe ich begonnen, mir klare Prioritätenlisten zu erstellen und bewusst Pufferzeiten für spontane Anfragen zu reservieren. So kann ich weiterhin unterstützen, ohne mich zu verzetteln. Bei uns im Unternehmen arbeiten wir abteilungsübergreifend und es kann schon mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Wie lösen Sie solche Konflikte? Ich versuche, Konflikte früh anzusprechen, bevor sie sich hochschaukeln. Idealerweise setze ich mich mit den beteiligten Personen zusammen, damit jeder seine Sicht darstellen kann. Oft hilft schon offenes Zuhören, um Missverständnisse auszuräumen. Anschließend vereinbaren wir konkrete Schritte und Verantwortlichkeiten, damit alle das Gefühl haben, an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Haben Sie berufliche Ziele für die nächste Zeit? Ich möchte im Projektmanagement weiter aufsteigen und künftig eigenverantwortlich komplexe IT-Projekte leiten. Parallel dazu interessiert mich das Thema Mitarbeiterführung. Ich könnte mir vorstellen, später als Teamleiter oder Projektleiter zu agieren. Dabei will ich mein Wissen über agile Methoden ausbauen und idealerweise Scrum-Zertifizierungen abschließen. IT ist ein sich schnell veränderndes Feld. Was tun Sie, um immer aktuell informiert zu sein? Ich lese regelmäßig Fachblogs und IT-Portale. Außerdem nehme ich an Webinaren teil, wenn es um neue Software-Tools oder Technologien geht. Bei meinem letzten Arbeitgeber gab es interne Wissensrunden, in denen wir uns gegenseitig neue Erkenntnisse vorgestellt haben. So bleibe ich nicht nur technisch, sondern auch methodisch auf dem neuesten Stand. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern? Ich denke, ich bringe die richtige Kombination aus IT-Fachwissen und Soft Skills mit. Ich habe in mehreren Projekten bewiesen, dass ich gut mit Kundenerwartungen umgehen kann, während ich gleichzeitig technisches Verständnis einbringe. Zudem passe ich vom Typ her in ein agiles Team. Ich bin offen, lernbereit und kommunikationsstark. Dadurch kann ich schnell produktiv werden und das Unternehmen dabei unterstützen, Projekte effektiv umzusetzen. In Ihrem Bereich kann es vorkommen, dass Sie gelegentlich unsere Kunden vor Ort besuchen müssen. Ist das für Sie in Ordnung? Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich reise gern und finde es bereichernd, Projekte direkt beim Kunden zu begleiten.
So kann ich die Anforderungen besser verstehen und habe einen engeren Kontakt zu den Nutzern unserer Lösungen. Zum Abschluss. Gibt es Ihrerseits Fragen über die Stelle oder das Unternehmen? Ja, 2 Dinge würden mich interessieren. Erstens, wie sieht bei Ihnen der erste Einarbeitungsmonat aus, gerade im Hinblick auf das Kennenlernen der verschiedenen Abteilungen? Zweitens, welche Fortbildungsprogramme bieten Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? Gute Fragen. Wir haben ein strukturiertes Onboarding-Programm, bei dem Sie schrittweise alle relevanten Teams kennenlernen. Zudem bieten wir regelmäßige Workshops und Seminare an. Wenn Sie bestimmte Weiterbildungen anstreben, unterstützen wir das in der Regel finanziell und zeitlich. Super. Das klingt sehr vielversprechend. Ich bedanke mich für das informative Gespräch und die Einblicke. Wir danken Ihnen, Herr Meyer. Wir melden uns in etwa einer Woche mit unserem Feedback. Haben Sie noch etwas, was Ihnen am Herzen liegt? Nein, soweit ist alles klar. Vielen Dank, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Tag noch. Ihnen ebenfalls. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Herr Müller. Herzlich willkommen zu unserem Vorstellungsgespräch. Wie geht es Ihnen heute? Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut, ich bin etwas aufgeregt, aber freue mich auf das Gespräch. Erzählen Sie mir doch ein wenig über sich. Wer sind Sie und was haben Sie bisher gemacht? Gern. Mein Name ist Markus Müller. Ich habe einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und arbeite seit 3 Jahren in der Verkaufs- und Kundenservicebranche. Dabei habe ich viel Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Projektmanagement gesammelt. Was hat Sie dazu bewogen, sich ausgerechnet bei uns zu bewerben? Ich habe mich ausgiebig über Ihre Firma informiert und bin von Ihrer Unternehmenskultur beeindruckt. Insbesondere von Ihrer Kundenorientierung und Ihrem Innovationsgeist. Außerdem gefällt mir, dass Sie in den letzten Jahren im Bereich Digitalisierung stark gewachsen sind. Ich denke, ich kann bei Ihnen sowohl viel lernen als auch mit meinen bisherigen Erfahrungen zum weiteren Erfolg beitragen. Welche Eigenschaften würden Sie als Ihre größten Stärken bezeichnen? Ich würde vor allem meine Kommunikationsfähigkeit und meine Kundenorientierung hervorheben. Im Verkauf habe ich gelernt, gezielt auf Kundenbedürfnisse einzugehen und Lösungen anzubieten. Zudem bin ich sehr strukturiert und organisiere meine Aufgaben mit Hilfe von Ziel- und Zeitplänen. Dadurch kann ich auch in stressigen Situationen den Überblick behalten und effizient arbeiten. Jeder hat Bereiche, in denen er sich verbessern kann. Woran arbeiten Sie aktuell? Ich neige manchmal dazu, ungeduldig zu werden, wenn ein Projekt sich verzögert. Das bedeutet, ich möchte gern schnelle Ergebnisse sehen. Ich habe jedoch gelernt, mit regelmäßigen Status-Updates und klarer Priorisierung besser mit längeren Projektdauern umzugehen, sodass ich ruhiger bleibe und das Team nicht unter Druck setze. Welche Ziele haben Sie für Ihre berufliche Zukunft? In 5 Jahren möchte ich mehr Verantwortung übernehmen, beispielsweise in einer leitenden Position im Vertrieb oder im Projektmanagement. Ich würde gerne ein kleines Team koordinieren und meine Erfahrungen weitergeben. Zudem plane ich, mich durch Fortbildungen und Zertifizierungen weiterzuentwickeln, um meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu maximieren. In unserer Branche sind Deadlines und Stressphasen oft unvermeidbar. Wie reagieren Sie darauf? Bei engen Terminen oder höherem Druck versuche ich, Ruhe zu bewahren und strukturiert zu arbeiten. Ich erstelle To-Do-Listen, setze Prioritäten und stimme mich eng mit dem Team ab. Außerdem halte ich regelmäßige Kurzdurchsprachen, Stand-up-Meetings, um mögliche Engpässe frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern und warum passen Sie gut in unser Team? Ich bringe neben meinen fachlichen Kenntnissen im Vertrieb eine ausgeprägte Service-Mentalität mit. Die Zufriedenheit der Kunden steht für mich an erster Stelle. Ich bin zudem teamfähig und offen für Neues. Aus meiner bisherigen Erfahrung weiß ich, wie wichtig ein enger Austausch mit anderen Abteilungen ist, um Projekte erfolgreich umzusetzen.
Durch meine Motivation und Lernbereitschaft kann ich schnell zum Unternehmenserfolg beitragen. Haben Sie sich Gedanken über Ihre Gehaltsvorstellungen gemacht? Ja, ich kenne den branchenüblichen Rahmen und liege mit meinen Vorstellungen bei ungefähr XY Euro brutto im Jahr. Allerdings bin ich flexibel und offen für Verhandlungen. Für mich ist das Gesamtpaket ausschlaggebend, inklusive Entwicklungsmöglichkeiten und Sozialleistungen. Möchten Sie noch etwas über unser Unternehmen oder die Stelle wissen? Ja, 2 Dinge interessieren mich sehr. Erstens, wie sieht bei Ihnen der Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter aus? Zweitens, wie gestalten Sie die Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens? Wir haben ein strukturiertes Onboarding-Programm, bei dem jeder neue Mitarbeiter einen Mentor bekommt. Außerdem fördern wir Weiterbildungen und übernehmen oft die Kosten für Seminare oder Kurse. So wollen wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter langfristig bei uns wachsen können. Das klingt sehr vielversprechend. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich freue mich, dass meine Werte und Ziele offenbar gut zu Ihrer Unternehmenskultur passen. Danke Ihnen, Herr Müller. Wir werden die Gespräche diese Woche abschließen und uns spätestens nächste Woche bei Ihnen melden. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Nein, das war's soweit. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich auf eine Rückmeldung. Wir danken Ihnen. Einen schönen Tag noch.